hier sind die Decken aber sehr niedrig. Früher begann hier ein einziger großer Salon. Hier ein kleiner Gang. Naja, dieses Bild, diese Landkarten, die kommen mir sehr bekannt vor. Ach, und das Reiterbild dort. Hier scheint ein Salon zu liegen. Oder besser noch, eine Kunst- und Wunderkammer. Hier gibt es sehr viele interessante Dinge zu sehen und zu bestaunen. Da fragt sich, wer mag der Herr dieses Hauses sein? Die Kaskaden von Saint-Cloud. In Saint-Cloud hat der Bruder des großen Louis XIV gelebt, des Sonnenkönigs, der in Versailles residiert hat. In Saint-Cloud hat sein Bruder, der Duc d'Orléans, sein Lotterleben geführt. Die beiden, Louis und der Duc d'Orléans, haben sich so gestritten, dass den Duc d'Orléans der Schlag getroffen hat. Zuvor ist ihm das Blut aus der Nase gespratzt und dann war es aus mit ihm. Eine tragische Geschichte. Hier Bücher. Die Briefe der Lieselotte von der Pfalz. Ja, Donnerwetter, das war ja die Gemahlin des Ducs d'Orléans, den der Schlag getroffen hat. Ich meine, es wäre Anfang Juni gewesen, 9. Juni, das müsste sie ja dann in ihren Briefen verzeichnet haben. Eine Lesehilfe liegt bereit. Ah, praktische Erfindung mit 2 Bügeln. Aber schwierig aufzusetzen. Na, Moment einmal. Naja, ich weiß schon, warum wir früher einen Stock daran hatten. Donnerknispel, da steht es. An die Kurfürstin Sophie, Saint-Cloud, 9. Juni 1701. Es schreibt euer Liebsten die unglücklichste von allen Kreaturen. Der Schlag hat Messieurs, so nannte man den Duc, gestern Abend gerührt um 10 Uhr abends. So stand es in den Gazetten, ganz richtig. Er liegt in den letzten Zügen. Er ist aber kurz drauf gestorben, das weiß ich genau. Und ich ins größte Unglück von der Welt bleibe doch bis in Tod eurer liebten treue Base und Dienerin Elisabeth Charlotte. Wie ungewöhnlich, dass derjenige, der hier lebt, sich für derartig alte Dinge interessiert. Da steht es aber, die Welt des Barock. Musik scheint auch eine Rolle in diesem Hause zu spielen. Weiter. Exotische Kostbarkeiten. Eine Vase, chinesisch, sinesisch oder japonesisch, wie es auch immer heißen mag, ist ja verdammt weit weg. Und hier ein Drache aus Jade und eine fein gearbeitete kleine Kiste. Das alles ist ein Vermögen wert. Noch so eine schöne Vase. Auch 2 ausgestopfte kleine Raritäten, Schildkröten. Das sind die kostbaren Karettschildkröten. Ja, aber wie kommt man denn daran? Auch Palmen, in welchem Gewächshaus werden die denn gezogen? Oh, hier ein besonders prächtiges Bild am Boden. Wohl noch nicht aufgehängt. Was steht denn da? Diana van Amsterdam, Kapitän Bax. Am Ende wohnt hier ein Admiral zur See, der für die Ostindische Kompanie zu hoher See fährt. Ja, von Amsterdam aus hat die Ostindien-Kompanie so manche große Tour angestellt. Und von daher kommen auch diese exotischen Luxusartikel, all die Porzellane.
Und was sehe ich denn da über dem Bild? Eine Schnabelflöte. Ja, ja, so etwas habe ich als Kind zu spielen gelernt. Auch hier mit exotischem Elfenbein. Bitte sehr. Das heißt, ein Musikus wird in diesen Zimmern wohnen. Und was spielt er denn? Aha. Corelli. Das ist ein ganz großer Musiker gewesen. Arcangelo Corelli. Ja, ja, 6 Sonaten für Blockflöte. Da steht's. Die sind mir nur bekannt als Violinsonaten und er hält doch auch die Violine. Herausgegeben von Winfried Michel. Das ist aber ein merkwürdiger Name. Winfried Michel. Das lege ich mir mal zur Seite. Und auch andere Namen sind vertreten. Hier, der große, feiste Georg Friedrich Händel, der in London seine große Laufbahn gemacht hat. Weitere Noten, weiterer bekannter Männer. Ja, Johann Sebastian Bach. Den habe ich leider persönlich nie getroffen, weil er aus seiner Provinz nicht herausgekommen ist. Für einen Mann von Welt wie mich, naja, kein Gesprächspartner, vermute ich. Aber Telemann, Georg Philipp Telemann, den kannte ich als jungen Mann, da war er schon sehr, sehr begabt. Ja, was lese ich denn hier? Schon wieder Winfried Michel. Schreibt denn dieser Name Michel sich immer unter den Namen der Komponisten? Wieder ergänzt und herausgegeben. Was gibt es denn da noch zu ergänzen? Oh, dort der Adorant, der betende Knabe. Das ist aber kein Original, wohl auch etwas schadhaft hier, als hätte der junge Mann einen Sturz gedreht. Eigentlich ist die Figur viel größer, eine antike Statue, und sie war im Besitz des Prinzen Eugène de Savoyen. Der hatte nämlich Gefallen an hübschen Knaben. Hier Bücher. Ich will mal eins greifen. Schöne Buchstützen. Aha. Friedrich von Logau. Ein großer Dichter. Der ist mir bekannt. Der hat auch die Akademie besucht. Und er hat ganz köstliche Verse geschrieben. Ich blättere einfach mal irgendwo. Da lese ich doch zum Beispiel Trulla. Trulla hatte sich geschmücket, trat dem Manne gegenüber, fragt ihn, wie sie ihm gefalle. Nackend, sagt er. Ist's mir lieber. Ist das nicht köstlich? Man könnte es fast vertonen. Ich könnte eine Kantate darüber schreiben. Für Sopran, das ist die Trulla, und für ihn, das wäre der Bass. Gute Idee. Noch eins. Na, ja, hier zum Beispiel. Wer das ABC will lernen, muss es lernen bis aufs Z. Richtig. Das ABC, das Buhler lernen, geht nur bis AB aufs Bett. Bisschen frivol vielleicht, aber auch das könnte man vortrefflich in Töne setzen. Große Herausforderung. Ach nein. Ach, jetzt wird es aber spannend. Was steht denn da? Ich zittere ja fast. Harry Potter und der Stein der Weisen. Potztausend. Jetzt schlägt's aber wirklich 13. Sollte hier jemand wohnen, der sich mit dem Lapis auskennt, der auch auf der Suche war nach dem Stein der Weisen? Das Buch muss rasch in Sicherheit gebracht werden. Und hier, die beiden Bilder sind mir gut bekannt. Ich habe sie besessen. Es ist Wilhelm Oranien in jungen Jahren und darüber mit der schönen Allongère im
seiner ganzen Kraft, ursprünglich Statthalter der Niederlande, später König von England und Irland und ein Gönner unter anderem meiner bescheidenen Experimente mit dem Lapis. Von irgendwo musste das Geld ja kommen. Oh ja, ein kunstverständiger Mann scheint hier zu wohnen. Das Bild hat mir früher auch gehört. Es ist ein Kupferstich nach Karachi und zeigt den zu Boden gestürzten Apostel, später Paulus, damals noch Saulus, wie er vom Pferd stürzt, weil ihm Christus und der Heilige Vater erschienen sind. Da sollte sich manch einer ein Vorbild dran nehmen, vom Saulus zum Paulus. Das ist mal ein Lebensmotto. Was ist denn dies? Feine Lilien. Aber das hier, Asche. Asche spielt bei allen alchemistischen Experimenten eine riesengroße Rolle. Ich sag's ja schon. Harry Potter und der Stein der Weisen. Auch sieht mir dieser Ring, der sieht mir doch ganz magisch aus. Aber was sollen denn dann diese Pfifferlinge ohne Blüte, diese Stängel? Naja, die Essgewohnheiten werden sich ja wohl nicht vollkommen verändert haben. Asche und Pfifferlinge. Ah, das ist schon eher eine Blockflöte. Eine ganz dicke Bassblockflöte. Bassin de Flûte. Naja, als Kind habe ich, wie gesagt, die Blockflöte gespielt. Inzwischen bin ich ein Klavierist. Die Flöte greife ich nur noch selten an. Man wundert sich auch, wo all diese schönen Muscheln herkommen. Der Mann muss mit der Ostindien-Kompanie in ferne Länder gereist sein. Denn wo hätte man denn jemals an den Höfen Europas in Kunst- und Wunderkammern ein solches Sortiment der unterschiedlichsten Schnecken und Muscheln gefunden? Und dieses große Stillleben, das stammt auch aus Familienbesitz. Franz August Isenberg, 1627. Die Wagemuths sind von Alters mit den Isenbergs verwandt. Und ob es mir gefällt oder nicht. Der Isenberg war mindestens so gewagt wie die Wagemuths. Der hat nämlich den Kölner Erzbischof, den später heilig gesprochenen Engelbert, umgebracht und ist dafür selber hier in Köln zur Strecke gebracht worden. Ja, unser Stadtpalais befindet sich vielleicht nicht von ungefähr in der Rue d'Anlebert. Ja, das sag ich, heutzutage ja in der Engelbertstraße. Ja, so. Nun fällt mein Blick auf den Orbis Terrarum, den ganzen Erdkreis umspannt von den Tierkreiszeichen. Virgo, die Jungfrau, gefolgt von Libra, der Waage. Gemalt wurde dieses schöne Werk, ein Unikat, hinter Glas, vergoldet, über und über von einem Freund von mir aus der Akademie der Wissenschaften, der dann leider recht früh an der Pest verstorben ist, wodurch dieses Bild nicht vollendet werden konnte. Denn hier geht es weiter mit Capricornus, dem Steinbock. Da fehlen ja 2 Tierkreiszeichen, obwohl der Raum es zugelassen hätte. Deswegen ist das Bild so einmalig und auch so wertvoll. Und alle diese Bilder, die hatte ich vor meinem Experiment in Sicherheit gebracht. Und zwar unter den Dielen dieses Fußbodens in sackleinerne Tücher gesteckt und vergraben und die Bretter von einem Handwerker wieder verschließen lassen. Und unter diesen Brettern wird der Mann, der jetzt hier wohnt, diese Bilder gefunden haben. Welch ein Schatz für ihn!